Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video wollen wir uns anschauen, wie man BGAs beurteilt. Und BGA steht natürlich für Blutgasanalysen. Und aus diesen Blutgasanalysen kann man viele nützliche Informationen herausnehmen, kann man interpretieren, beurteilen, die einem sehr hilfreich sein können im klinischen Alltag. Ihr werdet sehen, dass am Ende dieses Videos das wirklich leichter ist, als es sich jetzt momentan vielleicht anhört. Man muss gar nicht so viel auswendig lernen, sondern man kann sich wirklich sehr, sehr viel auch herleiten, was ich euch zeigen werde in diesem Video. Es kann natürlich sein, dass im Alltag, im Klinikalltag, man eine BGA mal machen muss. Da gibt es diese Geräte wie hier, die stehen meistens auf der Intensivstation oder im OP. Und dort kann man sozusagen diese Blutprobe einführen und in relativ kurzer Zeit viele Informationen über dieses Blut von dem Patienten bekommen. Meistens nimmt man dazu arterielles Blut, wie zum Beispiel aus der Arteria radialis kann man das nehmen. Und das hat halt eben den Vorteil, dass man hinter dem Pulmonalkreislauf sozusagen ist. Das heißt, das ist das Blut, was zustande kommt, dadurch, dass der Patient aus- und eingeatmet hat und dieses neue gesättigte Blut mit Sauerstoff an den Körper verteilt wird und man halt eben sehen kann, einmal wie viel Sauerstoff in dem Blut ist, bevor es von den Zellen verbraucht wird, wie das CO2 abgeatmet wird von den Patienten. Allerdings natürlich auch eine kapillare oder auch eine venöse BGA möglich, aber dann natürlich mit anderen Richtwerten, weil zum Beispiel in einer venösen BGA es weniger Sauerstoff sein wird als in der arteriellen BGA. Das muss man im Hinterkopf haben, das heißt, wir besprechen hier die arterielle BGA. Und wenn man das dann eingegeben hat, die Blutprobe in das Gerät, dann kann man zum Beispiel so einen Zettel wie hier bekommen, wo man viele verschiedene Werte sozusagen bekommt, die wir uns im Näheren anschauen werden. Allerdings nur hier eine kleine Bemerkung, hier sieht man, das war eine venöse BGA, das heißt, man sieht zum Beispiel auch, was wir gleich sehen werden, dass hier auch weniger Sauerstoff drin ist als in einer arteriellen BGA. Zu Beginn müssen wir natürlich erst einmal anschauen, bevor wir überhaupt etwas interpretieren können, wie die Werte sind, wie die Normwerte sind. Also, dass wir überhaupt sagen können, ob etwas zu hoch oder zu niedrig ist, müssen wir erstmal die Normwerte kennen. Und das sind die Normwerte für eine arterielle BGA. Und das sind allerdings jetzt die Normwerte, die ich zeigen werde, die Normwerte aus dem AMLS-Buch, aus dem Elsevier AMLS-Buch. Und je nach Quelle können diese Normwerte von 0,01 bis 0,2 so in dem Bereich schwanken. Das heißt, schaut doch mal an, welche Normwerte ihr benutzen sollt, von eurer Uni her oder vom Krankenhaus. Die Werte habe ich jetzt ganz gut genommen, weil man die auch ganz gut merken kann, was relativ wichtig ist. Okay, fangen wir mit dem pH. Der pH, der sagt aus, ob etwas natürlich sauer oder eher basisch ist. Das heißt, wenn man viele Protonen, also viele Wasserstoffatome in einem Gemisch hat, dann wird es eher sauer. Und wenn man viele basische Sachen hat, dann wird es eher Richtung basisch. Also dann geht der pH eher Richtung 14. Und wenn es sauer ist, sieht man hier der pH eher Richtung 0. Genau die Mitte wäre 7 und unser Blut, hier die Richtwerte, sagt man so, dass die zwischen 7,35 bis 7,45 sein sollte. Das kann man sich ganz schön merken hier mit 3,5 bis 4,5. Und wenn wir natürlich unter 7,35 sind, dann haben wir eine Azidose. Wenn wir über 7,45 sind, dann haben wir eine Alkalose. Gut, dann kommen wir zum nächsten Wert. Das ist der PO2-Wert. Das P steht für den Partialdruck. Das sagt im Prinzip einfach aus, wie viele Sauerstoffteilchen im Blut gelöst sind. Und dieser Wert ist relativ breit, wie ihr seht, von 80 bis 100. Es gibt sogar auch Angaben, die noch weiter runtergehen. Und gerade auch bei Patienten, die chronische Lungenerkrankungen haben, da kann sogar auch wirklich sehr, sehr, sehr weit unten sein. Genau, und es ist auch relativ altersabhängig. Das heißt, im Alter wird der PO2-Wert auch eher weiter unten sein als weiter oben. Dann schauen wir uns den PCO2-Wert an, das ist wieder der Partialdruck. Und hier sehen wir, dass wir Werte haben, kann man sich auch wieder sehr gut merken, von 35 bis 45. Der pH-Wert war von 7,35 bis 7,45 und das PCO2 von 35 bis 45. Hier muss man sich jetzt merken, dass das CO2 eine Säure ist. Das heißt, wenn wir viel CO2 haben, dann wird unser Blut eher sauer. Dann haben wir noch das Bicarbonat, das ist sozusagen das Gegenstück zum CO2. Das ist eine Base und da ist der Wert zwischen 22 und 26. Als letzten Wert haben wir noch den
BE, das ist der Base Excess, das ist der Basenausgleich. Das ist im Prinzip verbunden mit dem Bicarbonat und das ist CO2 unabhängig und da sind die Werte von -2 bis +2. Das sagt sozusagen aus, wie viele Basen man zu dem Blut, zu dem Milieu hinzufügen müsste oder wegnehmen müsste, dass man wieder bei einem normwertigen pH rauskommt. Jetzt kann man sich vorstellen, wir haben ja gesagt, dass das CO2 eine Säure ist und das Bicarbonat eine Base ist, dass wenn diese beiden, also die Säuren und die Basen, sich im Gleichgewicht halten, in der Balance, dann haben wir so ungefähr ein pH von 7,35 bis 7,45. Jetzt kann es allerdings sein, dass das nicht der Fall ist. Hier sehen wir jetzt, dass wir eine BGA haben mit einem pH von 7,076. Das heißt, wir sind hier unter 7,35 und sind damit in einem säurigen Milieu. Also wir haben es hier mit einer Azidose zu tun. Okay, jetzt kann es zwei Gründe geben, dass wir eine Azidose in unserem Blut bekommen. Ein Grund kann sein, dass wir viel zu viele Säuren einfach haben. Das heißt, viel zu viel CO2 und dann geht sozusagen die Balance hier komplett nach links runter und dann bekommen wir eine Säure, wenn wir viel zu viel Säuren einfach haben im Vergleich zu unseren Basen. Es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit und die zweite Möglichkeit ist, dass unser CO2 zwar normal ist, aber wir haben einfach viel zu wenige Basen, also viel zu wenig Bicarbonat. Das sind die zwei Möglichkeiten, dass wir eine Säure, eine Azidose bekommen. Also schauen wir uns nochmal die BGA von vorhin an und wir schauen, wie wir jetzt dort sozusagen vorgehen, grundsätzlich, wenn wir BGAs beurteilen. Genau, wir schauen uns zuerst den pH-Wert an und den haben wir ja schon gesehen, der war ja 7,076 und damit sind wir unter 7,35, also haben wir ja hier eine Azidose. Jetzt haben wir eine Azidose und wir müssen uns jetzt fragen, ist diese Azidose bedingt aufgrund dessen, dass wir zu viel Säuren haben, also in dem Fall zu viel CO2, oder ist diese Azidose bedingt, weil wir, die zweite Möglichkeit, zu wenig Basen, also Bicarbonat haben. Also schauen wir uns den CO2-Wert an und wir sehen, dass wir hier bei 92,7 sind. Der Normwert war hier auch 35 bis 45. Also sehen wir hier, dass wir deutlich drüber sind. Also können wir sagen, okay, wir haben zu viel CO2, also ist das Problem hier das CO2. Dann können wir natürlich auch noch auf die Basen schauen, aber da sehen wir, dass die Basen sind nicht das Problem, sondern einfach, dass wir zu viel Säuren haben. Das heißt, wir haben hier eine respiratorische Azidose. In dem Fall könnte das zum Beispiel sein, dass der Patient irgendwelche Atemwegserkrankungen hat, dass er einfach keinen guten Gasaustausch mehr hat, dass er nicht mehr genug CO2 abatmen kann. Grundsätzlich schaut man auch immer noch, was wir ja schon gerade eben gemacht haben, auf das CO2, nicht um zu schauen, ob das die Ursache dafür sein kann, sondern auch um zu schauen, kompensiert denn auch der Körper dagegen. Und man kompensieren wäre ja, zu kompensieren müsste der Körper ja sozusagen, da wir mehr Säuren haben, auch mehr Basen produzieren. Und hier sehen wir, dass es bei 26,6 ist, also ein bisschen drüber. Also könnte man sagen, okay, vielleicht fängt der Körper an oder minimal kompensiert der Körper schon, aber so richtig ist in großen Maßen also nicht. Aber das würde man immer sozusagen noch schauen. Gut, dann schauen wir uns die nächste BGA an. In der nächsten BGA haben wir einen pH von 7,28. Okay, damit sind wir wieder unter den 7,35 und wir haben auch eine Azidose, weil wir unter 7,35 sind. Gut, dann schauen wir uns jetzt natürlich wieder das PCO2 an. Und wir hatten gesagt, das PCO2 sollte zwischen 35 und 45 sein. Das sind wir hier auch. Das heißt, das Problem ist nicht das CO2. Also schauen wir uns an, wie das Bicarbonat ist. Und wir sehen beim Bicarbonat, wir sind unter 22 bis 26, also unter 22 sind wir. Und damit haben wir zu wenige Basen. Also wenn wir zu wenige Basen haben, dann wird das Milieu auch wieder mehr sauer. Und in dem Fall ist ja das Problem nicht, dass sich durch schlechtes Atmen zu viel CO2 ansammelt, sondern in dem Fall scheint das Problem zu sein, dass
wir einfach zu wenige Basen in unserem System haben. Es kann natürlich auch sein, dass es nicht zu wenige Basen sind, sondern auch, dass es zu viele Säuren sind, weil, wenn ihr hier mal schaut, dann haben wir HCO3 und das wäre die Base und das Gegenstück dazu in unserem Blut wäre H+, das ist ein Proton, das ist eine Säure, und H+ und HCO3, die verbinden sich zusammen zu Wasser. Das heißt, wenn ich viele Säuren habe, dann tun diese vielen Säuren in meinem Blut sich mit HCO3 verbinden, werden zu Wasser und ich habe dadurch automatisch wenig Basen. Das heißt, man kann jetzt gar nicht so pauschal, zumindest erstmal nicht, sagen, ob das jetzt einfach zu viele Säuren im Blut sind oder auch wirklich zu wenig Basen. Auf jeden Fall sehen wir, dass das Problem nicht respiratorisch ist, sondern in diesem Fall ist es metabolisch das Problem. Genau, das heißt, wir sehen hier, wir haben eine metabolische Azidose. Also, wir haben gesehen, CO2 war normal, aber die Basen waren verringert. Und wir sind in einer Azidose. Deswegen ist der einzige Grund, entweder ist das CO2 zu hoch oder das HCO3, das Bicarbonat, ist zu wenig. Damit haben wir eine metabolische Azidose und natürlich können wir uns auch anschauen, wenn wir jetzt zu wenig Bicarbonat haben, kann der Körper natürlich auch versuchen, viel CO2 auszuatmen, um nicht nur wenig Bicarbonat zu haben, sondern auch wenig die Säuren, also auch wenig CO2 und damit wieder in einem normalen oder guten pH-Wert zu liegen. Aber in dem Fall hier mit 41 würde man jetzt eher nicht sagen, dass der Körper versucht, das zu kompensieren. Zumindest hier noch nicht. Jetzt haben wir uns die Azidosen angeschaut, also kommen jetzt natürlich auch noch die Alkalosen. Und bei den Alkalosen ist es im Prinzip genau andersrum wie bei den Azidosen. Alkalose heißt ja Basismilieu, also ist eine Möglichkeit, wenn wir ein Basismilieu haben, dass es deswegen ist, da wir zu viel Bicarbonat einfach haben. Das heißt, entweder kann sein, dass das Bicarbonat hier einfach viel zu schwer ist auf der Waage, dass wir viel zu viel davon haben und es jetzt in die alkalotische Richtung rübergeht. Das ist die eine Möglichkeit. Und ihr wisst natürlich jetzt auch schon die andere Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wir haben zwar normal viele Basen, normal viel Bicarbonat, aber wir haben einfach viel zu wenig CO2. Und dazu wollen wir uns jetzt auch noch einmal, eine BGA anschauen. Dann schauen wir uns diese BGA an und wir schauen erstmal, haben wir eine Azidose oder haben wir eine Alkalose. Wir schauen auf den pH 7,54, das ist über 7,45, also haben wir eine Alkalose. Gut, jetzt müssen wir uns fragen, was ist denn der Grund für diese Alkalose? Ist der Grund für diese Alkalose, dass wir zu viele Basen haben in unserem Blut? Oder ist der Grund, dass wir einfach zu wenig CO2, also zu wenig Säuren haben in unserem Blut, beziehungsweise im Blut des Patienten? Also schauen wir uns den CO2 an. Und der CO2 sollte ja zwischen 35 bis 45 sein, das kann man sich gut merken, genauso wie der pH, wie die Kommastellen vom pH. Und wir sehen, wir sind deutlich unter 35. Also haben wir hier in dem Fall eine Alkalose, haben wir gesagt, und zu wenig CO2. Und das zu wenige CO2 kommt in dem Fall zustande, weil der Patient vielleicht ganz viel atmet, also zum Beispiel hyperventiliert. Dann hätten wir eine respiratorische Alkalose. Natürlich denkt ihr es gleich auch, Moment, wie ist denn jetzt das Bicarbonat? Versucht der Körper das zu kompensieren? Wie würde er es kompensieren? Er würde es so kompensieren, indem er auch versucht, wenig Basen zu haben, also wenig Bicarbonat. Also schauen wir einmal nach den Basen. Und wir sind hier beim Bicarbonat bei 24,9. Das sollte ja sein. Die Normalwerte sind 22 bis 26, also eher nicht kompensiert. Gut. Dann schauen wir uns noch die letzte BGA an. Auch wieder gleiches Vorgehen. Wir schauen auf den pH. Haben wir eine Azidose oder eine Alkalose? Und ihr seht gleich, wir haben eine Alkalose. Dann schauen wir auf das BCO2. Und unser CO2 ist bei 33,2. Wir hatten gesagt, zwischen 35 bis 45, also etwas leicht drunter.
Also würdet ihr sagen, oh okay, wir haben Alkalose, wir haben leicht wenig CO2 und jetzt schauen wir uns natürlich auch noch das Bicarbonat an. Beim Bicarbonat sind wir bei 31, das heißt, wir sehen, das Bicarbonat sollte zwischen 22 und 26 sein, also ist das Bicarbonat hier erhöht. Das heißt, das ist ja eine interessante Konstellation, wir haben zu viel Bicarbonat, also zu viel Basen, aber wir haben auch zu wenig, ein ganz kleines bisschen zu wenig CO2. Das könnte zum Beispiel hier jetzt was Kombiniertes sein. Allerdings würde man vielleicht sagen, okay, das CO2, dieser Unterschied tut noch ein bisschen mehr überwiegen, weil es auch Bücher gibt, die sagen, dass bis 32, je nachdem, der Normalwert ist. Also schauen wir jetzt erstmal hier mehr auf das Bicarbonat und sehen, wir haben auf jeden Fall zu viel Bicarbonat und vielleicht ein bisschen zu wenig CO2. Das heißt, könnte hier etwas zum Beispiel leicht kombiniertes sein, dass der Patient hyperventiliert, aber auch gleichzeitig noch eine metabolische Alkalose hat. Genau. Das heißt, jetzt zieht es in beide Richtungen auseinander. Wenn es kompensiert wäre, würde zum Beispiel der Körper schauen, okay, wir haben jetzt hier zu viele Basen in unserem Blut, da könnte der Körper zum Beispiel eher wenig atmen, dann würde man auch mehr CO2 bekommen, also mehr Säuren, und dann würde der pH wieder eher in den Normalbereich rübergehen. Ja, in den ganzen BGAs kann man natürlich dann auch noch unabhängig von unserem Vorgehen, wie wir es jetzt getan haben, sich immer natürlich noch den PO2 anschauen, das heißt, wie viel Sauerstoff im Blut gelöst ist und je nachdem halt eben auch seine Therapie beziehungsweise auch wenn es Beatmung während der OP ist, da anpassen. Noch einmal kurz die Übersicht. Das heißt, ihr habt das schon gesehen, man muss gar nicht mehr auswendig lernen, sondern kann es sich sehr, sehr leicht herleiten. Erstmal, ob es eine Azidose oder eine Alkalose ist. Dann schaut man sich erst, wie gesagt, halt eben nochmal an. Ist diese Azidose aufgrund dessen, dass wir zu viel CO2 haben, oder ist die Azidose aufgrund dessen, dass wir einfach zu wenig Basen in unserem System haben? Wenn wir zu viel CO2 haben, sprechen wir von einer respiratorischen Azidose. Das könnte hier Atemprobleme sein. Das könnte sein, wenn im OP einfach ein bisschen zu wenig beatmet wird oder die Atemfrequenz zu niedrig ist. Dann könnte sich zum Beispiel ein bisschen CO2 hier ansammeln. Oder es kann zum Beispiel metabolisch sein. Das könnte zum Beispiel eine diabetische, eine Ketoazidose sein. Es könnte sein, wenn viel Laktat anfällt bei anaerober Atmung, wenn nicht genug Sauerstoff im Blut ist, dann fallen viele Säuren an. Und dann kann, auch wenn die Säuren anfallen, dann auch das Bicarbonat runtergehen, weil es sich dann mit der Säure zu Wasser verbindet und dadurch auch das Bicarbonat geringer wird. Dann können wir uns natürlich auch noch die Alkalosen anschauen. Da haben wir natürlich einen hohen pH. Dann gibt es natürlich auch wieder dafür zwei Gründe. Das heißt, entweder wir haben bei dieser Alkalose zu wenig Säuren im Blut, wie zum Beispiel bei der respiratorischen. Das wäre, wenn man hyperventiliert, also ganz schnell atmet, dann tut man ganz viel CO2 ausatmen. Oder es kann natürlich auch metabolisch sein. Das wäre, wenn einfach zu viele Basen im Blut anfallen. Ich hoffe, das Video hat euch weitergebracht, hat euch weitergeholfen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, tut die einfach unten bei den Kommentaren lassen. Und ich freue mich auf das nächste Video, wo wir uns anschauen werden, wie man noch mehr detailliert eine BGA auch noch weiter beurteilen kann anhand der Elektrolyte, was die Anionenlücke ist. Und dann wird es noch ein weiteres Video geben, wo wir noch Beispiel BGAs besprechen werden, wo vielleicht auch noch einiges klarer werden wird.